Wir präsentieren unseren neuen technischen Entwicklungspartner, McLaren Applied. Willkommen zur Joanneum Racing Rollout Show. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Rennsportfreunde, werte Begeisterte des Formula Student Rennsports. Es ist eine spannende Geschichte, die wir heute anbieten können. Quasi eine Präsentation, eine Rollout-Show, wie es im Intro schon geheißen hat. Ich begrüße an meiner Seite die Sushma, Teamchefin hier an der FH Joanneum. Einen wunderschönen guten Abend auch dir. Wir sind hier an der FH Joanneum. Wo sind wir denn da ganz genau? Hallo Oliver, wir sind am FH-Gelände in Graz am Standort und im FH-Gebäude 30i, wo eigentlich die IT untergebracht ist. Und ja, die Sichtbetonwände haben uns ganz gut gefallen, deswegen haben wir uns diesen Platz ausgesucht. Okay, es war also einfach die Optik, die euch angesprochen hat. Genau. Wobei eine gewisse IT natürlich auch in einem Rennfahrzeug enthalten sein muss, also auch da gibt es einen Connex. Genau, richtig. Definitiv. Da sind wir dann gespannt, aber das werden wir dann später im Laufe des Abends auch noch sehen. Ganz kurz, was wird der Abend sonst noch bringen? Ja, wir werden unseren Rennboliden, den aktuellsten Rennboliden aus unserem Rennstall vorstellen. Und bevor wir aber dazu kommen, begrüßen wir einige Gäste in unserem Studio und auch spannende Einblicke in einem Alltag eines unserer Wiesels. Das Wiesel, wir haben es im Hintergrund ohnehin auch schon gesehen, ist euer Maskottchen. Jetzt muss ich schon einmal nachfragen, warum das Wiesel, was hat das Wiesel, was andere Tiere und Maskottchen vielleicht nicht haben? Das Wiesel ist bekannt als flink und als nachtaktiv und das ist eigentlich das Stichwort, nachtaktiv. Wir arbeiten öfters Nächte durch oder auch in die Nacht hinein und deshalb ist das eigentlich unser Maskottchen. Also das ist die offizielle Variante von nachtaktiv. Es gibt wahrscheinlich dann auch noch die inoffizielle Variante von nachtaktiv. Ich weiß, dass ihr in den letzten Jahren viele Erfolge gefeiert habt und da ist wahrscheinlich auch bis spät in die Nacht gefeiert worden, aber davon wollen wir jetzt einmal nicht ausgehen. Nachtaktiv heißt jetzt, es wird gearbeitet und das Ganze fast rund um die Uhr und die Leute, die auch diese Show jetzt zum Beispiel auf die Beine gestellt haben, die haben die letzten Tage fast durchgearbeitet, einfach um das hier möglich zu machen, diese Rollout-Show. Ganz kurz noch zu dir, muss ich jetzt auch noch nachfragen, wie das denn ausschaut. Wie kommst du zum Rennsport? Wie hat das bei dir begonnen? Also mein Bruder hat mich eigentlich begeistert zum Rennsport und ja, weil er immer wieder Formel-1-Rennen angeschaut hat, lange bevor ich zum Racing-Team dazugekommen bin. Und ja, das hat mich eigentlich auch dazu gebracht, dass ich jetzt selber Formel anschaue und in einem Racing-Team selber bin. Und jetzt leitest du auch noch diesen Haufen hier, führst ihn hoffentlich auch zum Erfolg. Einige tausend Studierende an der FH Joanneum, 74 davon in diesem Team, die arbeiten gemeinsam eben am Boliden. Ja, und die vergangenen Jahre waren schon sehr erfolgreich. Die letzten Jahre, die haben wir jetzt für Sie in einem kurzen Überblick, in einem Review. Was waren die größten Erfolge, was waren die Highlights der vergangenen 18 Jahre? Wir schreiben das Jahr 2004. Michael Schumacher wird zum 7. und letzten Mal Formel-1-Weltmeister. BMW Williams präsentiert seinen Säbelzahntiger. Und der Studierendenrennstall Joanneum Racing bringt seinen ersten Boliden auf die Rennstrecke. Es folgt ein wieselflinker Rückblick auf 18 Jahre Joanneum Racing. Los geht's! Mit dem JR4 treten die Weasels 2004 erstmals an einem Formula Student Event an. Extra breit, wohl schwer wie ein Poch G und ausgestattet mit Allradantrieb wäre der JR4 zweifellos auch für Fahrten auf den Schöckel geeignet gewesen. Manch einer fühlt sich eventuell vor den Kopf gestoßen, würde man den WM-Sieg Italiens 2006 nur als zweitwichtigstes Sportereignis des Sommers ansehen. Erreichen doch in diesem Jahr die FH-Studenten im Land von Dolce Vita und Ferrari erstmals das Siegertreppchen bei einem Formula-Student-Rennen. 2007 geht es rasant weiter. Mit 3,788 Sekunden von 0 auf 100 lässt der JR7 sogar den französischen TGV mit seinen 574,8 km/h alt aussehen. Da werden zwar Äpfel mit Birnen verglichen, aber immerhin besser als Kekse mit echten Rennautos.
handlaminiert, mit perfektem Fischgrat und leicht wie nie zuvor, verhilft die neue Monocoque-Bauweise dem Team 2009 zum hervorragenden 2. Platz am Wachauring. Schon 1886 rollt das erste Automobil in Stuttgart vom Band. 126 Jahre später rüstet schließlich auch Joanneum Racing seine Motorkutsche auf AMG um. Im Spitzensport schreckt man beim Streben nach maximaler Leistung bekanntlich vor nichts zurück. Jan Ullrich etwa kann Ihnen seit 2013 ein Lied davon singen. Im Gegensatz zum Dopingsünder verhelfen die Studierenden ihrem Boliden mit neuen Aero-Bauteilen zu einem absolut legalen Wettbewerbsvorteil. Neider würden behaupten, Red Bull verleiht Flügel. Ein Jahr darauf lautet das Motto Evolution statt Revolution. Trotz weniger Neuerungen bremst der JR13 Evo in Michigan überraschend die Weltspitze aus. 2015 ist ein großes Jahr für Österreich. Wien trägt den Eurovision Song Contest aus und Joanneum Racing fährt den Gesamtsieg in Italien ein. Ähnlich erfolgreich wie Österreichs Titelverteidigung beim Song Contest startet ein Jahr später das Japan-Rennen der Weasels. 225 Minuspunkte stehen zu Beginn am Konto des Racing-Teams. Grund für diese fast rekordverdächtige Bewertung ist das Fehlen einer Datei auf einer CD-ROM und der Einspruch gegen die Strafe. Sagen wir mal so, sie haben es sich nicht leicht gemacht. Trotz aller Widrigkeiten können sie sich dennoch auf den 4. Platz vorkämpfen. Man würde meinen, 2017 machen sich die Studierenden das Leben einfacher. Falsch gedacht. Der JR17 wird von Grund auf neu entwickelt. Teile vom Vorjahr übernehmen, nicht mit den Weasels. Technische Innovationen wie ein CFK-Getriebegehäuse können mehrere Ausfälle nicht wettmachen. Auch 2018 haben die Grazer wenig Glück. Eine Schelle, es wurde die billigste verbaut, die man finden konnte, durchtrennt in Italien einen Schlauch des JR18 und vernichtet gleichzeitig alle Titelträume des Teams. Dafür können die Studierenden 2019 ganz im kaiserlich-königlichen Stil Österreich und Ungarn für sich beanspruchen. Auch andernorts punktet man. Mit dem rein elektrischen Prototypen JRE kann der wieselsche Flottenverbrauch gesenkt werden. EU-konforme Nachhaltigkeit? Check! Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden sich die Weasels im selben Jahr von Papa Weasel Michael Tresniowski. 2020 war anders. Mit dem skurrilen Konzept, die hauseigenen Fahrer arbeitslos zu machen, beeindruckt Joanneum Racing Graz die Jury von FSAE Italy und staubt mit dem autonomen JR Next den 1. Platz des Design for Future Contests in Italien ab. Und so sind wir schon im Jahr 2021 angekommen. Mal sehen, was die Weasels dieses Jahr für uns bereithalten. Es war eine sehr humorvolle Betrachtung der vergangenen Jahre. Und am Punkt gebracht. Ja, genau. Aber ich glaube, man muss manche Dinge ja ohnehin auch immer mit dem Humor betrachten, mit dem Augenzwinkern und dann einfach sofort einmal, wie heißt es so schön, hinfallen, Krone richten, Blick nach vor, weitergehen. Allerdings, ansonsten funktioniert das Team nicht, genau. Und ja, also wir haben gesehen, hohe Punkte und Tiefpunkte, die machen uns eigentlich aus und haben uns bis jetzt geprägt. Ja, heuer soll es top laufen wieder. Was nimmt man sich ja, wenn man so diesen Rückblick anschaut, was nimmt man sich vor für die aktuelle Saison, für das jetzige Renngeschehen? Unser Ziel ist es, Podest zu stehen und das nicht nur einmal, sondern bei jedem Bewerb, den wir uns vorgenommen haben, heuer zu fahren. Und ja, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber es ist nicht unmöglich. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen. Wir sind nah dran und wir müssen jetzt dranbleiben, damit wir diese Ziele eben gemeinsam erreichen als Team und viele, viele Testkilometer aufs Auto fahren, jegliche Kleinigkeiten ausmerzen und ja, einfach, dass das Auto perfekt und fehlerfrei fährt. Sushma ist diejenige, die das Team im Griff haben muss. Einen Baugruppenleiter dürfen wir jetzt einmal zu uns bitten, als ersten Studiogast, einen Studierenden. Das ist der Johannes Bauer. Herzlich willkommen. Tosender Applaus. Warte, wir zwei Tosen. Danke. Bitte gleich Platz nehmen. Als Baugruppenleiter, wie war das denn eigentlich, wenn man so zurückblickt? Wie bist du zu dem Team gekommen? Hast du das Team gefunden oder das Team dich gefunden? Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit ein bisschen. Also im Sommer 19 wurde einfach ausgeschrieben, dass Teammitglieder gesucht werden. Ich habe mich beworben oder gemeldet, dass ich gerne dabei sein würde und entsprechend meiner Ausbildung davor in der Elektrotechnik HTL auch im Elektrikbereich natürlich.
wo soll ich sonst hin? Okay, na, aber da bist du ja auch gut aufgehoben, auch wenn es um einen Verbrenner geht, das kann man ja an der Stelle schon sagen. Ihr seid mit dem Verbrenner, da ist aber auch viel Elektrik dabei. Ja, irrsinnig viel. Also wir haben mehrere Steuergeräte im Auto, über 300 Meter Kabel circa. Wenn eine Kleinigkeit ausfällt, kann es sein, dass das ganze Auto einfach gleich stehen bleibt, weil wenn die Steuergeräte nicht mehr kommunizieren können, ist vorbei. Da bleibt man dann schnell liegen und das wollen wir auch nicht. Genau, und das ist auch einer der springenden Punkte, das Auto zuverlässig machen. Und da ist auch der Johannes und seine Baugruppe dafür verantwortlich. Wie geht's dir eigentlich als Baugruppenleiter? Wie schaut dein Alltag eigentlich aus? Also gut, es ist stressig, es ist viel zu tun. Man muss schauen, dass das Auto bereit ist, dass alle Sachen da sind und irgendwie muss man nebenbei auch noch ein Studium zurechtbringen. Richtig, und ja, das ist das Schwierige. Der Tag hat 24 Stunden und manchmal auch etwas mehr. Oder? Der Tag hat 24 Stunden und dann gibt es noch die Nacht. Ja, manchmal wünscht man sich mehr von dem Tag und mehr Stunden. Perfekt. Die entscheidende Gewissensfrage an dich muss jetzt lauten, was ist wichtiger, ein guter Studienabschluss oder die Weltmeisterschaft? Die Weltmeisterschaft eindeutig. Richtige Antwort, Johannes. Deswegen ist er in eurem Team. Das nenne ich Teammotivation und Teamgeist. Hast du vorher schon mit Wiesel zu tun gehabt eigentlich? Auch mit dem Tier? Nein. Nein, eigentlich nicht. Vielleicht tauchen wir jetzt einmal gemeinsam weit ins Tierreich ein. Wir nehmen Sie mit und schauen uns an, was das Besondere am Wiesel ist. Und jetzt verspreche ich Ihnen eines, eine Tierdokumentation vom Allerfeinsten. So schaut's aus mit dem Wiesel. Die Formula Student ist einzigartig und wunderschön. Aber sie ist auch grausam und unerbittlich. Es kämpfen unter anderem Falken, Raubkatzen und Haie um die Vorherrschaft. Heute sind wir in Graz, dem natürlichen Lebensraum des Wiesels, und verfolgen dessen Ambitionen, sich an die Spitze der Nahrungskette zu setzen. Noch etwas tollpatschig macht es sich auf und sucht sein Rudel. Diese befinden sich bereits am Motorentisch und inspizieren die neuen Nockenwellen. Die Art Mustela cursus ist eine Seltenheit unter den Wieseln. Die meisten Wieselarten sind Einzelgänger, während Mustela cursus Gruppen bildet, die auch im Vergleich zum Rest des Tierreichs ungewöhnlich groß sind. Aber genau wie die meisten Wiesel haben sie langgestreckte, schlanke Körper mit kurzen Gliedmaßen und einem kleinen Schwanz. Im Schnitt arbeiten Wiesel 18 Stunden in der Woche. Nur die seltene Unterart der IT-Wiesel ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche aktiv. Im Rudel der Wiesel existiert eine Rangordnung. Baugruppenleiter-Wiesel haben ein Auge darauf, dass die Jungtiere ihre Arbeiten erledigen. Einmal in der Woche treffen sie sich im Ältestenrat, um die aktuellen Entwicklungen zu besprechen. Im Team gibt es einige besonders essentielle Regeln. Dieses Jungwiesel wird eine davon gleich kennenlernen. Fahrlässig stößt es an die Aero. Der Alpha-Gursch bemerkt sofort, was geschehen ist und wirkt entschlossen, dem jungen Wiesel eine Lektion zu erteilen. Seine Fahrlässigkeit hat den Erfolg des ganzen Teams gefährdet. Puh, das ist gerade noch mal gut gegangen. Der Lockruf des Wiesels ist sehr effizient und hat einen Pizzaboten angelockt. Als dieser sich nähert, setzen sie eine besondere Strategie ein, um ihr Gegenüber einzuschüchtern. In diesen seltenen Aufnahmen ist zu sehen, wie sich das Rudel zusammenfindet und ein Tanzritual vollführt. Der Pizzabote erstarrt und lässt die Kartons fallen. Sofort fallen die Wiesel über ihre Beute her. Nach einem ereignisreichen Tag kehrt das Wiesel erschöpft in seinen Bau zurück. Es wird sich zeigen, ob sein Rudel auch in diesem Sommer Erfolge feiern wird. Es waren sehr interessante Einblicke in das Leben eines Wiesels und
was das Wiesel euch eigentlich an Vorgaben auch mitgibt, erfolgreich zu sein, oder? Ja, also wie du gesehen hast, Oliver, es ist wieder die humorvolle Seite gewesen auch und ja. Aber wie kann man es an die Spitze der Nahrungskette schaffen als Wiesel, indem man einfach besser ist als die anderen? Ja, genau. Wie im Rennsport auch. und vor allem also mit Teamgeist und mit einem Ziel vor Augen. Die Natur lehrt uns da einiges. Ich darf an der Stelle auch unseren nächsten Gast begrüßen, Dr. Karl-Peter Pfeiffer. Er ist der wissenschaftliche Geschäftsführer der FH Ioneum. Auch für Sie wahrscheinlich einiges neu dabei gewesen beim Wiesel. Da lernt man immer wieder was, oder? Naja, erstens glaube ich, das Vorbild Wiesel zeigt ja, man muss schnell sein, aber damit man schnell ist, muss man auch schlau sein. Und ich glaube, genau das steckt in diesen Formula Student Autos drin. Die Geschwindigkeit kommt erst zustande, wenn man viel Hirnschmalz hineinbuttert, auf gut Deutsch. Und das machen unsere Studierenden in der besten Art und Weise. Hier wird sehr viel Grundlagenwissen mit Anwendung super verknüpft, sodass sie weltweit erfolgreich sind in den Wettbewerben. Karl-Peter Pfeiffer, wenn wir schon beim Interpretieren sind, das Wiesel ist auch ein nachtaktives Tier. Wie interpretieren Sie jetzt die Bedeutung des Wiesels für das Formula Student Team? Nachtaktiv. Also ich glaube, die Studierenden haben sich diese Nachtaktivität sehr zum Vorbild genommen. Es gibt nachweislich, das sind nicht nur Gerüchte, dass die Studierenden so, wenn es finster wird, zum Arbeiten beginnen und wenn es wieder Licht wird, aufhören, weil sie ja so engagiert sind. Also sie arbeiten auch Tag und Nacht, tagsüber, und das sind ja lauter super brave Studierende. Sie gehen auch natürlich tagsüber in die Vorlesungen, damit sie den theoretischen Background haben, um den dann in die Praxis umzusetzen. Der Kritiker, Zyniker würde vielleicht meinen, gehen in die Vorlesung, damit ein paar Stunden Schlaf zusammenkommen. Also ich glaube, in den Vorlesungen, erstens sind sie... Das darf ich sagen, als Außenstehender natürlich. Erstens sind die Vorlesungen qualitativ so gut, dass niemand einschlafen wird, sondern die werden erst dann richtig hellwach, wenn sie die tollen Vorträge hören. Weil das ist ja das, weil die haben immer im Hinterkopf, das muss ich umsetzen. Wie bringe ich das in dieses Auto hinein? Also von Schlafen keine Spur, aber es gibt Getränke, die sie wach halten. Jetzt gleich noch die Frage an dich so ein bisschen. Wie geht ihr mit eurem Zeitplan denn wirklich um? Ich meine, der Tag hat nun einmal nur 24 Stunden. Das wird schon manchmal auch knapp wahrscheinlich. Ja, es wird knapp und an einem Punkt muss man auch sagen, dass das jetzt dann Schluss ist und sagen, ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen an Schlaf holen und dann machen wir morgen weiter. Und dann plant man halt zwei Milestones oder eben zwei Termine um und dann packt man das eigentlich aber schon. Aber dafür gibt es eine Teamchefin, die das im Griff hat, oder? Genau. Denke ich mal. Tut man sich da als Frau vielleicht auch leichter in einem hauptsächlich wahrscheinlich männerdominierten Team? Ich würde jetzt sagen, das hat... Die Jungs dann nochmal ins Bett zu schicken und sagen so. Ich würde jetzt sagen, das ist eigentlich jetzt egal, Mann oder Frau, wenn man jetzt die richtigen Mittel hat, dann kann man eigentlich ganz gut planen. Und man muss halt immer mit den Teammitgliedern in Kontakt stehen und fragen, ja, wie sieht's aus? Und man muss halt immer selber aktiv dabei sein, um zu sehen, ja, wo stehen wir gerade. Gibt es eine Frage deinerseits an den wissenschaftlichen Geschäftsführer? Ja, genau. Ich hätte auch eine Frage, und zwar, wie sehen Sie das von außen, wie wir arbeiten? Ja, ich glaube, dass hier mal enorme Teamarbeit stattfindet, ganz wichtig. Und diese Teamarbeit über die Fahrzeugtechnik, die natürlich die Zentrale ist oder der zentrale Bereich, das hinausgeht in andere Studiengänge, die wir anbieten, eben wie in die Industrial Designer, die ja dann ganz wesentlich verantwortlich ist, dass das Auto auch cool aussieht. Also und die gute Organisation, glaube ich, die Studierenden lernen ja wesentlich mehr bei diesem Projekt. In der Umsetzung lernt man einfach viel, was man in der Theorie gehört hat, von der Technik über Elektronik, Informatik bis zur Organisation, bis zum Projektmanagement hin. Genau, richtig. Und das ist eben gut, dass Sie das erwähnen alles. Dann wir gehen in die richtige Richtung, so sehe ich das. Und ja, also Organisation, das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben viele Studiengänge in unserem Team nun drinnen. Und nicht nur Fahrzeugtechnik, eben auch Industrial Design und Management internationaler Geschäfte eben, damit wir auch in der Organisation gut dastehen. Herr Dr. Pfeiffer, wird man Sie jetzt abseits gefragt auch an der Rennstrecke antreffen? Also wenn es
Covid zulässt und wenn es meine Zeit zulässt, ich würde mir das wirklich gern anschauen, weil ich glaube, das ist einfach toll, was hier geboten wird. Ja. Wir sagen Dankeschön fürs Zeitnehmen heute Abend. Danke. Dankeschön, Dr. Karl-Peter Pfeiffer. Und wir machen damit aber auch den Wechsel zum kaufmännischen Geschäftsführer der FH Joanneum, Magister Martin Bayer. Auch einen schönen guten Abend. Das Ganze, ich sage es an der Stelle noch einmal, weil wir es am Anfang schon erwähnt haben, natürlich Covid-konform, nicht nur jetzt durch Glasscheiben, sondern auch durch Abstände. Deswegen auch jetzt in unserem Gespräch, in unserer Gesprächsrunde ohne Mund-Nasenschutz, die außerhalb dieser Runden natürlich getragen werden. Ja, der Herr der Zahlen. Zahlen, Daten, Fakten sind natürlich etwas Wichtiges. Kann man natürlich auch im Rennsport nicht abstreiten, dass die wichtig sind. Die Platzierungen sind wichtig. Aber warum investieren Sie eigentlich auch so viel darüber hinaus, auch an Herzblut und aber natürlich auch an Zahlen, Daten und Fakten in diese Teams? Was ist der Mehrwert für die Fachhochschule, für die FH Joanneum? Ja, der Mehrwert ist vielfältig und er lässt sich, ich muss fast sagen, als Kaufmann leider nicht nur in Zahlen darstellen, weil diese Zahlen werden so groß und so mehrdimensional. Emotion ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das spürt man auch allein hier an diesem Setting am Rollout. Zweiter Punkt ist natürlich unsere Mission als Fachhochschule. Wir stehen für Anwendungsorientierung und was für ein besseres Beispiel gibt es, das Wissen, was man lernt, in der Vorlesung, Herr Professor Pfeiffer hat es erzählt, am Vormittag, am Abend gleich umsetzen in der Praxis. Und das macht daher die Studierenden aus und führt dazu, dass dann Arbeitgeber, und wir haben ja in der Steiermark das Glück, dass wir sehr renommierte Firmen im Automobilbereich haben, zu uns kommen und sagen, die Studierenden, die beim Joanneum Racing Team dabei sind, die nehmen wir ohne Vorstellungsgespräch. Einfach, weil sie diese Kompetenz, Lösungsorientierung mitbringen. Und das freut uns natürlich und darum geben wir auch die Unterstützung in vielfältiger Weise sehr gerne. Wie stolz machen die Erfolge, wenn dann die Erfolge sich ja auch einstellen, und das haben wir ja schon gesehen heute, die kommen und die sind auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer da gewesen. Wie stolz macht das? Ja, natürlich sehr und er treibt an und natürlich auch dieser Wettbewerb. Wir sind ja gesegnet in der Steiermark, dass wir mehrere gute Teams haben und das pusht einen beidseitig und ich glaube, wir mit unserem Motto Never Stop Pushing, wir wollen natürlich ganz nach oben. Richtig, genau richtig und Sie haben es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich habe eine Frage an Sie und zwar, es ist ja nicht nur Spaß für Studenten, im Rennteam Joanneum Racing Graz zu arbeiten, zu sein und tagtäglich ihr Auto zum Schrauben. Haben Sie auch Spaß dabei? Also die Arbeit an einer Fachhochschule ist generell etwas Schönes, weil wir sehen, wie sich etwas entwickelt, wie junge Leute zu Profis werden. Aber gerade beim Joanneum Racing Team, bei dem Kontakt, da merke ich immer so eine große Begeisterung. Ich erinnere mich zurück, wo ich an die FH gekommen bin. Ich glaube, schon am ersten Arbeitstag habe ich die Terminanfrage gehabt vom Team vom Joanneum Racing. Also das ist so präsent, so positiv konnotiert und auch die Live-Events wie das Rollout, ja, da geht auch bei mir die Ganzheit hoch, weil man wirklich das spürt, diese Begeisterung, die Emotion und das macht riesige Freude. Wie viel Techniker steckt eigentlich in Ihnen auch ein bisschen so drinnen? Interessiert Sie auch der technische Blick in so ein Rennauto hinein? Ich habe ein bisschen eine Geschichte in den Werkstoffwissenschaften, also von der Materialseite her interessiert es mich sehr stark. Ich muss ehrlich gestehen, was den Motor-Verbrennungsbereich betrifft, da kann ich noch sehr viel lernen. Dann will ich gleich einmal meinen, wir tauchen ganz tief ein, schauen uns das Manufacturing an. Da gibt es jetzt nämlich Insights, da blicken wir ganz tief hinein. Und ich darf gleich mal bitten, dass wir uns diesen Beitrag gemeinsam anschauen. Und Sie sagen mir danach, was Sie mitgenommen haben, was Sie gelernt haben und vielleicht am nächsten Wochenende schon zu Hause umsetzen. So, Film ab.
Ja, man hört uns staunen hier im Studio. Es ist schon irgendwie sehr spannend. Man sieht da sehr viel, was genau so in der Formel 1 auch stattfinden kann, vom Monocoque angefangen. Ich denke mal sogar bis hin zu den Sponsoren. Da ist schon sehr viel Formel 1-Technik auch dabei. Ja, ein Wahnsinn. Also es macht einen richtig stolz, wenn man das sieht in dieser kompakten Form, was hier alles geleistet wird. Und da muss man sich vorstellen, dieses Team macht das neben dem Vollzeitstudium und daher auch Tag und Nacht Arbeit und jedes Jahr auf Neues dieses Pushing Forwards, dieses weiter, besser, Erster werden. Also wirklich höchste Anerkennung für diese Leistung. Ja, so ist mir die Vorgabe war da, Erster werden. Wir haben es gerade gehört. Das nehmen wir jetzt gleich einmal so mit auch aus diesem Gespräch. Ja. Erster werden. Ich sage Dankeschön fürs Zeitnehmen heute Abend und Stichwort Zeit nehmen. Wir hätten eigentlich ganz gern Dr. Kurt Steiner und Thomas Gersthofer auch persönlich hier begrüßt. Genau, die haben heute leider keine Zeit gehabt, aber du warst mit ihnen unterwegs. Genau, sie waren leider heute Abend verhindert, aber ich habe mich im Vorfeld mit beiden getroffen im Park in Graz und ja, da sind wir auf einen Spaziergang gegangen. Und ich habe ein paar Fragen gestellt. Das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Bitte. Hallo, Herr Dr. Steiner. Hallo, Herr Gersthofer. Hallo. Wir sind gerade im Burggarten, mitten in Graz. Wirklich wundervoll. Und ja, ich würde mal kurz fragen, wie geht's euch? Danke, wunderbar. Beim schönen Wetter mitten in Graz, in einem der schönsten Parks. Toll. Ja. Herr Gersthofer, wie geht's Ihnen? Ja, wunderbar. Und so am Tag fehlt nur noch das kühle Feierabendbier. Auf das freuen wir uns wahrscheinlich schon alle. Herr Steiner, wie empfinden Sie die Zusammenarbeit zwischen dem WISLS und dem Fahrzeugtechnikstudium? Ja, aus meiner Sicht großartig. Beide könnten ohne einander nicht sein. Eine wunderbare Symbiose, die perfekt aufeinander abgestimmt ist. Allerdings, also die Zusammenarbeit, die passt auch von unserer Sicht richtig super. Herr Gersthofer, Sie waren selber WISL vor einigen Jahren. Wie hat sich das für Sie von dem Zeitpunkt damals bis jetzt entwickelt? Ja, es ist fast ein Jahrzehnt her, dass ich selbst ein WISL war. Aber es ist eine Zeit, auf die ich gern zurückblicke. War sehr lehrreich, sehr spannend. Und auch der Einstieg ins Berufsleben war damals nach dieser Erfahrung eigentlich recht einfach. Man kriegt recht einfach einen sehr tollen Job, wenn man so engagiert in einem Rennteam in ganz Europa unterwegs war. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Herr Steiner, welchen Benefit finden Sie, hat die ganze Formel-Sache im Endeffekt? Im Grunde genommen hat sich das von einem kleinen Konstruktionsprojekt zu einer richtigen Säule in der Ausbildung gemausert. Ich muss sagen, es ist nicht nur ein theoretisches Wissen, das wir so mit am Studiengang vermitteln können, sondern auch eine ganz tolle praktische Erfahrung, die die Studierenden im Team erlangen. Eine bessere Arbeitsmarktfähigkeit könnte es gar nicht geben. Herr Gersthofer, was erwarten Sie sich eigentlich vom JT21, dem Verbrennerkollegen? Also ich persönlich erwarte mir sehr viel. Er baut ja sehr stark auf seinem Vorgänger auf, dem JT19, der sehr erfolgreich war und sogar mal ganz oben am Podium stehen durfte. Und vom JT21 erwarte ich mir mindestens das Gleiche und ich bin mir sehr sicher, dass er das schaffen kann. Aber was sind so teamintern die Erwartungen ans neue Auto? Gegenfrage. Ja? Ja, die Erwartungen, also wir haben uns auch sehr große Ziele gesetzt. Wir wollen mindestens so gut sein wie eben die Vorgängersaison mit dem JT19 und wir wollen auch technisch effizienter sein mit dem Auto und auf alle Fälle das Gewicht reduzieren. Und genau, ich möchte jetzt nicht so viel verraten, weil das Reveal wäre ja sonst schon geteasert. Wir sind sehr gespannt. Ja, dann sage ich danke, dass ihr beide da wart und hat mich echt gefreut und ja, ich hoffe euch beiden auch. Ja, vielen Dank auch für das tolle Gespräch. Ich wünsche dem Team alles Gute und wünsche mir, dass die Freude an der Teamtätigkeit nicht verloren geht, dass der Spaß im Vordergrund steht und man nicht zu ernsthaft an den Erfolgen sich misst. Auf alle Fälle. Danke und bitte. Tschüss. Es war ein netter Spaziergang.
Ja, allerdings ein bisschen die Beine vertreten. Ja, ein Walking Act, wie man so schön sagt, oder? Genau. Und ein sehr informativer Walking Act auch. Also Richtig. Schon spannend, was man da erfährt. Jetzt haben wir noch einen Gast, den wir mittlerweile begrüßen dürfen. Liebevoll wird der Papa Wiesel genannt, Michael Czesniowski. Wobei nicht mehr Papa Wiesel, Ex-Papa Wiesel, weil seit 2019, glaube ich, nicht mehr bei den Wiesels dabei. Wie geht's Ihnen in dieser Wiesel-Abstinenz? Ja, das ist der richtige Ausdruck, Wiesel-Abstinenz. Das war schon ein Sprung für mich. Ich muss sagen, allerdings, der Cut war sozusagen nicht ganz ein scharfer, weil ich bin noch im Kontakt, vor allem mit dem Team-Captain, der Susi. Und einmal habe ich auch einen gemeinsam jetzt mit meinem Nachfolger eine Lehrveranstaltung gehalten zum Thema Fahrwerk. Aber sonst merke ich natürlich schon, was mir auffällt, die Termine, die jetzt so langsam gekommen sind, eben die Anmeldung zu den Bewerben oder die Bewerbe selbst auch, da habe ich gewusst, jetzt wäre es soweit gewesen. Ich habe sozusagen etwas, soll man sagen, sehnsüchtig oder wehmütig auf den Kalender geblickt. Jetzt hätten wir uns angemeldet, jetzt wären wir gefahren. Was allerdings dazugekommen ist, was mir das irgendwie dann leichter gemacht hat, diese wahrscheinlich schon eine komische Situation ist, dass auch allgemein durch die Pandemie eine komische Situation entstanden ist, sodass ja auch es gar kein Formel 1 Student gab 2020. Und insofern war es dann nicht so schlimm für mich. Ich habe mich sogar angemeldet als Juror. Ich hätte also den Fahrwerksjuror gemacht beim FSA-Bewerb, also in Österreich, in Spielberg, auch ins Wasser gefallen. Also insofern war der Aufstieg dann nicht so schwer, weil es jetzt sozusagen nichts gegeben hätte. Muss ich auch fragen, weil Sie ja mittlerweile die Position gewechselt haben, jetzt bei einem, mittlerweile kann man ja ruhig sagen, einem der Sponsoren von euch. Ja genau, jetzt bin ich beim Sponsor, habe die Seite gewechselt. Die Seite gewechselt haben. Trotzdem, also großes Lob auch für das, was hier auch jetzt vom Technischen geleistet wird, weil selbst wenn man das im professionellen oder mit dem professionellen Blick betrachtet, das ist großes Kino. Ja, das muss ich sagen. Also ich dachte, das ist gar nicht einmal so groß der Schritt, wie man es vielleicht glaubt. Natürlich die Fahrzeuge, die wir jetzt machen und die Fahrwerke dafür sind größer, schwerer, klar, andere Rennserien, aber die Vorgehensweise ist die gleiche. Also die Physik, muss ich sagen, dahinter ist ja auch die gleiche. Was wir alles hier gelehrt haben, muss ich jetzt nachträglich noch ein Selbstlob anbringen. An den Universitäten und Fachhochschulen ist wirklich großartig und auch die Teams, muss ich sagen, arbeiten mittlerweile professionell. Also diese Formel Student Teams, die länger im Bewerb sind, so wie die Weasels schon seit jetzt muss ich schon nachher, bald 15 Jahre, die arbeiten hochprofessionell. Auch in der Vorgehensweise, in der Art und Weise, wie sie die Fahrer ausbilden, wie sie die Messwerte aufnehmen und wie sie damit umgehen. Alle Achtung. Also so gesehen landet dann auch ein Wiesel irgendwann wahrscheinlich auch einmal in einer hohen Rennklasse. Hoffentlich, von mir aus auch in der Formel 1, in der Königsdisziplin. Genau. Sushma, du wolltest noch was fragen. Genau, ich wollte fragen, Michael, vermisst du uns eigentlich? Wie sehr vermisst du uns? Ja, also vermissen kann ich gleich sagen, ja. Die Frage ist, wie sehr, kann ich jetzt gar nicht auf einer Skala beantworten. Wie gesagt, wir beide sind ja immer noch im Kontakt und insofern habe ich immer noch diesen Draht, die war ja schon ein paar Mal wieder da und insofern muss ich sagen, ist es Gott sei Dank noch nicht eine völlige Abnabelung. Es ist so, wahrscheinlich wir sehen, deswegen passt irgendwo Papa Wiesel bis einem geht, wenn die Kinder flügge werden, einmal muss man sie alleine lassen und man muss sagen, ich habe sie gut erzogen und jetzt verlasse ich mich auf sie und so in der Phase bin ich jetzt. Also wie gesagt, sie arbeiten hochprofessionell. Und ich kann sie guten Gewissens jetzt alleine ins Leben entlassen. Also insofern passt. Aber eben, ich bin immer dabei. Ich will ja noch als Jahr dabei sein. Und ja, also ganz wird es mich nie loslassen. Also zu den Bewerben wirst du dann wahrscheinlich eher immer dabei sein. Ich habe die Urlaubsplanung immer so gemacht, dass ich auch nach Hockenheim komme oder gekommen wäre. Ja. Also immer, wo das Team dabei ist, da möchte ich schon natürlich noch auch als Zuseher dabei sein. Ja, super. Da freuen wir uns schon. Ich mich auch. Super. Mittlerweile jetzt der spannendste Moment des gesamten Abends, denn ich kann mir vorstellen, bei Ihnen wird es auch so sein, Sie werden jetzt bald einmal wissen wollen, wie schaut der neue Renner aus. Und meine Damen und Herren, jetzt sind Sie live dabei. Jetzt geht es wirklich darum. Ich darf euch beide bitten, Czesniowski und Sushma, jetzt geht es um die Enthüllung. Jetzt geht es wirklich darum zu zeigen, was ist hinter und unter dieser schwarzen Plane. Meine Damen und Herren, hier ist er, der JR 21.
Servus, Reine Sampel da. Ich bin heute im Fahraktivzentrum Fonsdorf und treffe den Lukas. Grüß dich, Lukas. Servus, Reini, danke, dass du da bist. Was hast du mir mitgebracht? Ja, ich habe da unser neuestes Auto mitgebracht. Ein Formula Student, der JR21 ist das. JR21 heißt genau was? Das JR steht für Joanneum Racing und 21, weil wir jetzt im 21er Jahr sind und jetzt im Sommer damit auf die Bewerbe fahren. Was sagst du, was ist der erste Eindruck? Ja, der erste Eindruck ist, schaut aus wie ein kleines Formel-1-Auto. Wir sehen einen Haufen Winglaps, einen Haufen große Flügel, einen Haufen Carbon verteilt. Carbon ist ja die materielle High-End-Stufe im Motorsport. Ihr habt ja wirklich viel aus Carbon gemacht. Erklär mal ein bisschen was dazu. Ja, genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Monocoque ist komplett aus Carbon gelegt. Die ganzen Flügel und so weiter ist auch alles Carbon. Das fertigen wir vieles bei uns, vieles oder manches dann auch bei Sponsoren natürlich. Schaut halt ein bisschen anders aus als das Auto, das du normal gewohnt bist. Ich bin es gewohnt, dass es ein bisschen grobschlächtiger ist, das Ganze. Aber Carbon, das sehen wir schon, ein Riesenthema im Motorsport ist Gewicht. Wie schwer sind wir denn ungefähr? Ja, wir sind knapp unter 200 Kilo, also 195 Kilo haben wir jetzt. Geil. Wir müssen natürlich so leicht sein, weil wir auf kleinen Kursen fahren. Einen Motor haben wir hinten drin, unsere Fahrer trainieren auch, dass sie immer leichter werden, weil Gewicht ist bekanntlich im Motorsport nichts Gutes. Genau. 200 Kilo ungefähr oder leicht darunter, genau wollen wir es wahrscheinlich nicht verraten für die Mitbewerber. Welcher Motor ist da drin? Wir haben einen Viertakter mit selbstgebauten Turbolader, also der ist auch in-house entwickelt worden. Wir haben natürlich Fertiger, die uns beim Fertigen dann unterstützen und ja, kommen so auf 88 PS. Also ja, das ist gut, da sind wir schon fast bei einem Wert von 2, da brauchen wir jetzt im Formelsport schon fast eine eigene Lizenz, also von dem her sehr gehabt, dass wir drüber sind. Ich sehe einen Haufen Datenrecording, einen Haufen Messgeräte drauf, ihr macht Tests, ihr fahrt dann das im Aktiven aus und nachher geht es nach Hause und besprecht es und wertet das aus, oder? Genau, deswegen sind wir eben da halt auch am Testzentrum. Die sponsern uns Gott sei Dank immer die Strecke und wir schauen, dass wir so viele Daten wie möglich bekommen. Da vorne am Reifen sieht man zum Beispiel Temperatursensoren, damit wir schauen, wie warm die Reifen sind wir im Temperaturfenster, das wird alles mitgeloggt. Ganz klar, ihr fahrt ja international, ihr messt euch mit anderen Studienlehrgängen und so weiter. Wie liegt es denn da ungefähr? Ja, international hat es eigentlich ganz gut ausgeschaut bis jetzt. Letztes Jahr waren ja keine Bewerbe und im Jahr davor haben wir 2 Gesamtsieger von 3 Rennen, wo wir antreten sind. Das war in Österreich und in Ungarn. Und Weltranglistenplatz haben wir derzeit Platz 14, was natürlich uns freut, unsere Sponsoren freut. Und wir wollen natürlich dort anschließen im Sommer. Genau, es sind ja, glaube ich, über 600 Bewerber, also sind wir ganz im vorderen Drittel. Also auch eine coole Sache, dass ihr Österreich da so geil vertretet. Tun wir jetzt so die ganzen Wingflaps, also in der Formel 1 spricht man immer von Downforce. Der Formel 1 Auto könnte ja aber gewisse Geschwindigkeit rein theoretisch an der Decke fahren. Wie schaut es noch bei euch aus? Das schaut ja auch so ähnlich aus, oder? Ja, wir vergleichen uns eigentlich echt gern mit der Formel 1, weil wir fahren natürlich nicht so hohe Geschwindigkeiten, unsere Kurse sind ein bisschen kleiner, aber bei 60 km/h haben wir sogar mehr Downforce als der Formel 1 Wagen, weil wir es halt brauchen in den engen Kurven und da sind wir knapp bei 1000 Newton Downforce, was für unsere Verhältnisse... Für die Fahrer, glaube ich, auch ganz interessant. Man muss mit einem Downforce-Auto fährt man über den mechanischen Grip hinaus. Das heißt, bei 50 km/h rutscht schon, bei 70 funktioniert es dann wieder. Jetzt salopp gesagt. Also ist auch wie, ihr entscheidet das, ihr nehmt Fahrer her, ihr macht aus die Studiengänge Trainings oder ihr löst das aus oder wer darf denn fahren mit dem Auto? Ja, wir haben Auswahltestungen, meistens im Herbst, am Anfang der Saison quasi. Und dann schauen wir, wer die schnellsten sind. Das machen wir auf einer Go-Kart-Strecke und dann setzen wir es das erste Mal in der Formel Student Auto und dann dürfen wir es natürlich ausprobieren und schauen, was sie für Rundenzeiten fahren können, schauen, wie viel sie sich trauen. Wir kriegen Strafpunkte, wenn wir jetzt Furtal umfahren. Da müssen wir natürlich auch schauen. Im Winter. Und da müssen wir natürlich schauen, wer da am besten und am konstantesten fährt. Und im Sommer hoffen wir natürlich, die schnellsten ausgewählt zu haben. Und ein bisschen Klick muss auch dabei sein. Dann. Und Lenkrad, habe ich gerade gesehen, ist auch alles am Lenkrad zum Betätigen, oder? Ich habe gerade gesehen, Kupplung sogar am Lenkrad. Schaltwippen am Lenkrad, also der Fahrer muss eigentlich nichts mehr machen, darf die Hände am Lenkrad oder soll die Hände am Lenkrad, wie du vorher gesagt hast. Also Kupplung hat man wirklich hier mit einem Hebel schalten, auf, runter, sequenzielles Dreiganggetriebe habe ich gehört vorher. Also der Fahrer muss eigentlich nur mehr Auto fahren. Ihr habt einen Haufen Knöpfe drauf. Ihr redet mit dem Fahrer und sagt dem auch, ändert das ab während dem Fahren oder wie in der Formel 1? Oder? Ja, wir haben einen Fahrerfunk, das heißt, wir probieren trotzdem so wenig wie möglich mit dem Fahrer zu reden, weil es natürlich eine Ablenkung ist, vor allem in so engen Kurven wie wir haben. Aber wir können Motoreinstellungen einstellen am Lenkrad, wir haben ein Display, wir können mit dem Fahrer kommunizieren, wo er ein bisschen weit weg ist von den Cones zum Beispiel. Ja, sehr cool. Also wir probieren natürlich immer das Beste rauszuholen und am Ende gewinnt die beste Zeit. Ja, na, ist alles sehr hochwertig. Ihr habt ja auch gesehen, fast nur hochwertige Sponsoren drauf. Ich glaube, ein sehr Benchmark-Partner in der ganzen Sache, wo man drauf ist, auch die Carbon-Baufirma und so weiter.
Also von dem her, glaube ich, ist eine gute Kooperation, dass die Firmen euch unterstützen, aber auch ein Feedback von euch kriegen, oder? Genau, wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen. Mit den Fertiger schauen wir natürlich, dass wir denen ab und zu mal Bilder geben oder mal vor Ort hinfahren. Mit ein paar machen wir engere Kooperationen, wo wir dann Messdaten austauschen. Und natürlich sind wir Studenten, die in Zukunft irgendwann einmal in die Industrie rausgehen. Und das sehen sie natürlich auch gerne. Und also das ist ein Mehrwert für beide Seiten. Jetzt werden sie euch unterstützt und später haben sie dann super geile Fachkräfte. Wenn sie von den Besten kriegen, dann freuen wir uns natürlich, wenn die von uns kommen. Sehr cool. Aber ich werde trotzdem bei meinem Sport bleiben. Ich habe gesehen, kein Beifahrersitz, kein Dach drauf, Offroad-Tauglichkeit gar nicht. Also ich glaube, ich bleibe da, wo ich hinkehre. Ich wünsche euch aber sehr, sehr viel Glück und richtig schnelle Zeiten. Danke fürs Gespräch. Bist immer willkommen bei uns. Gerne. Danke. Ciao. Tschüss. Michael Czesniowski, ja, tolles Fahrzeug, da ist viel Potenzial drinnen. Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Insiders, des Kenners. Ja, also ich kann es noch immer sagen, die Weasels überraschen mich wirklich jedes Jahr wieder. Das ist immer, wenn man glaubt, man hätte sozusagen das Top-Level erreicht, dass sie doch wieder eines draufsetzen. Und auch bei dem Wagen ist es so, dass sie an allen Ecken und Enden im wahrsten Sinne des Wortes wieder gefeilt haben. Das Gewicht ist wieder ein bisschen reduziert worden, die Leistung gesteigert, also Top-Potenzial. Der Vorgänger war ja wirklich eine Gewinnmaschine und ich denke, bei dem Wagen wird es nicht anders sein. Das heißt, das Ziel muss sein, ganz oben. Ganz oben. 1 bis 2 Gesamtsiege sind sicher drin für das Team, vor allem mit dieser Vergangenheit. Ich denke, da kann man nur noch die Daumen halten. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, darüber haben wir schon diskutiert und das muss allen klar sein jetzt hier. Wir wollen euer Team ganz oben auf dem Siegertreppchen sehen. Bevor wir zur Q&A-Session gleich kommen, gibt es auch noch eine Gewinnerin, die wir verkünden dürfen, einen Gewinner. Genau, und zwar zu unserem traditionellen Picture Support haben wir einen Gewinner bzw. Gewinnerin gezogen. Und zum Picture Support möchte ich noch kurz sagen, danke für eure Unterstützung. Eure Fotos seht ihr traditionell auf unseren Heckflügel-Endplates und ihr fährt mit uns jeden Bewerb, egal wohin, mit. Da freuen wir uns schon. Ja, und nun zur Gewinnerin. Ich möchte bekannt geben, die Gewinnerin zu unserem diesjährigen Picture Support und zu dem Gewinnspiel ist Anna Ammann. Gratuliere! Wir gratulieren auf jeden Fall auch. Und bei dir geht es jetzt weiter mit Q&As. Genau, im Anschluss noch, wir haben eine Q&A-Session für euch vorbereitet, für alle Zuseherinnen und Zuseher, die noch mehr über das Auto wissen wollen und technische Details als auch organisatorische Details. Für jegliche Fragen sind wir noch im Anschluss in der Q&A-Session für euch da. An der Stelle dürfen wir uns aber auf jeden Fall schon verabschieden. Michael Czesniowski, wir werden vielleicht eine kleine Runde drehen mit dem Fahrzeug. Ich denke schon, das wird ja. Da ist die Teamchefin jetzt gerade ganz kurz blass geworden. Nein, werden wir natürlich nicht machen. Wir werden sie hier bewachen, aber wir werden vielleicht noch auch ein paar technische Details weiter besprechen, vielleicht auf ein Getränk gehen, Corona-konform natürlich. Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass wir diesen Abend gemeinsam verbringen durften. Fein war es, dieses Rollout hier live mitzuerleben. Ich danke an der Stelle all jenen, die das möglich gemacht haben, also euren Technikteams, den ganz vielen Kameraleuten hier rundherum und denen, die das Ganze umsetzen. In diesem Sinn noch einen schönen Abend Ihnen zu Hause und jetzt geht's schon los mit dem Daumendrücken, weil dieses Team will ganz vorne mit dabei sein und vorne mitmischen. Also in diesem Sinn, gehen wir es an. Einfach eine gute Saison. Dankeschön, schönen Abend. Never stop pushing.
Hi everybody, this is Matthias from McLaren Applied. We are very proud today to announce a new technical partnership with the Weasels from Joanneum Racing Graz. We are excited to be a part of this journey, finishing a very successful era based on combustion engines and now converting to a pure electric formula. Let's tackle this adventure together. By that, I wish you all the best for your upcoming season. Keep on pushing.